Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode der Fidelio Incident. Oh, schaut mal die Vögel. Ah ja, voll, das war ja voll komisch, ne? In der ersten Folge, da eigentlich warum wir abgestürzt sind, gell? Die ganzen Vögel sind auf einmal auf uns zugekommen. Ganz komisch. Okay, wir haben uns jedenfalls eine Protection geholt, irgendeine Tür oder so vom Flugzeug, damit wir da jetzt durch den Hagelschlag da durchkämen. The door. It's working. Aber ich kann nicht laufen. Kiss my arse. Fucking island. Oh ja. Geil. Ah, komisch, dass wir jetzt nicht das haben mit dem Kälte-Ding. The black smoke. Ja. Nearly there. Oh, ich seh schon fast nichts mehr. Haben wir jetzt eigentlich alle Seiten schon eingesammelt? Oh no. Oh Christ, what now? Oh fuck! Help! Help me! Oh Gott, was war denn das jetzt? Was war das jetzt? Sie ist rauf und dann wieder runter, dann wieder raufgegangen, die ganzen Steine. Hallo, Gefängnis. Oder? Ist das jetzt so ein Nightmare oder so, was man... Wir wissen ja, der Stanley leidet unter Albträumen. Oh. Keine Ahnung, muss man mal gescheit hinsetzen da. Wir kennen bis jetzt nur eine Person, die einmal eingesperrt war. No! I was right there. Das ist der Michael, Vater von der Tell me what you want from me. Leonor. Pull it together, Stanley. The sooner you find Leonor, the sooner you can get her off this fucking island. Just find her. Okay. Go. Boah, wir sind auf einmal voll schnell, wenn wir laufen. Vielleicht weil es bergab geht gerade, ich weiß nicht. Aber wie kommen wir denn da jetzt auf einmal her? Da ist Feuer. Da komme ich nicht rein, okay. Da ist eine Notiz. I will not be a prisoner's wife. I will not become like those other empty wives, like my mother. What? I will not be looked after or taken care of. Isolated. There is no light without him. He is my heart, and I cannot live without my heart. I'll do whatever it takes to get him out. I will not be a prisoner's wife. Sie hat ihm geholfen, vielleicht zum Entkämmen oder so. Aber was hat er gemacht? Da hinten ist noch was, aber da habe ich irgendwie einen Rauch gesehen da drüben. Okay, schauen wir mal da her. I'm lost. Na, wir sind überhaupt nicht lost, ich hab voll den Plan. Please call. Let me hear your voice. Da war jetzt gerade was, oder? Of course. Missing the fucking handle. Okay, komm ich nicht hoch. Oh Gott, ob ich da jemals wieder zurückfinde. Ja, müssen wir ja.
Irgendwie. Und sogar... Muss ich das zusammenbauen? Na. Hä, was ist denn da jetzt auf einmal los? Wie? Oh. I'll take that. Warum so ein... Was ist denn das überhaupt? Sind das Robben? Na. Keine Ahnung, was das ist. So many funerals today. I was with Stanley at his father's funeral. Oh, okay. There was quite a crowd of people. I told Stanley his father would be proud of the turnout, but he said Paddy would just want to make a speech. The police were watching the crowd, but they didn't bother anyone. They were hidden, but I spotted them straight away. I had to help Stanley write the eulogy for Paddy, but when it came time to read it, he couldn't speak. He gripped the sides of the lectern so hard I feared it would splinter in his hands. Finally, Stanley said Paddy was a speechmaker, but he wasn't enough like his father to do him justice. He just folded up the speech and left in silence. Ah, okay. Fidelio, das Flugzeug hast du. Fidelio Incident. All dead. Everywhere. Ja, aber was ist das und warum? Shit! Ah! These little fuckers can really sting. Ah! I can't get through these fucking jellyfish. Ja, und die kommen nicht mehr zurück. Why do we keep standing on these jellyfish? Shit! Little bastards! Leute, ich komme nicht mehr zurück. Das ist mein Ende. Mann, ihr wollt doch nur schauen. Was das für riesengroße Viecher sind. Ah! Need to find another way. Mann, geh doch einfach da drüber. Idiot, ja, dann stirbst du halt. Ja, wann ist denn soweit? Los! Wo ist denn jetzt gespeichert worden? Ich hab die... Ding schon eingesammelt. Oh. Danke! Aber da waren eigentlich nur so viel... Eigentlich... Es gibt da noch so viel zum Anschauen. Ne? Auf der anderen Seite drüben waren ja auch noch Sachen zum Entdecken. Da. I wonder why I keep these damn journals. There are so many things I wish I could forget. Today at the school site, my senses were filled with the buzzing of insects and the smell of the jungle. But then, all at once, I thought I was back in Belfast. The air rocked with a heavy thud of a bomb exploding. Stanley took off in a dead run towards the sound. A cow had set off an old landmine, and there was a man at the edge of the field shouting for everyone to stay back. But Stanley, he charged past him, splashing into the mud. I wanted to stop him. My voice froze in my throat when I saw Stanley lift the tiny body out of the grass. The boy's name was Udom. He had been walking with the cow. Udom's father collapsed as Stanley gently passed the boy to him. Udom's father kept apologising over and over for not protecting him from the evils brought to this village. Okay. Richtig schlau wird man noch nicht so draus, gell? Also ich zumindest nicht.
So, ich weiß nicht mehr. Da, oder? Ist da zurückgegangen? Ja. Ich möchte jetzt schon die ganzen Journale finden. Das ist doch interessant. Ich glaube, von da oben sind wir gekommen. Da schaut's da ja sehr I gut. don't know what's going on with Stanley. I'm afraid he's gone mad. Tonight I was waiting for him at Rory's pub. Rory was complaining about his fucking hand again. When Stanley finally showed up, he looked white as a ghost. He grabbed my elbow and said we had to go. I'd been there a while, so I was in no mood to be handled. I told him to sit down while I finished my pint. But he snatched it from my hand and smashed it on the floor. Oh, Rory started shouting bloody murder, and that's when Stanley went for him. He threw himself at Rory, clutching for his throat. Rory was so shocked he slipped and fell to the floor. It took all my strength to pull Stanley off and drag him toward the front door. Rory stayed behind the bar, cursing all the Whittakers. What the f... Was? I told him to sit down? Ja. But he snatched it from my hand and smashed it on the floor. Shouting out bloody murder. Ja, warum hat denn der Rory dann auf einmal so bloody murder? Cursing all the Whittakers. Na, da ist nix. Komisch, ha? Ah, ah. Okay, ich schau jetzt nochmal da hoch. Okay, ich glaube, wir haben da alles. So, dann gehen wir wieder einfach in den Bunker rein. Aufgemacht haben wir eh schon. Finally, an open door. Das ist schon die zweite Open Door, was wir getroffen haben. Unheimlich. Boah. Nummer 1. Ah! Warum ist mein Licht aus? Achso, weil da ein Licht ist. Warum ist das? Oh, great. More freezing water. Das schaut schon cool aus. Da werde ich wieder gefreezed, oder was? Okay, solange ich im Wasser bin, nicht. Warum auch immer. Dann schaue ich mich halt vorher da erst um. Okay, was wird das jetzt? Mann, ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mal. Da ist mich der ganze Ding aus. Der warme Dampf ist da aus.
Was habe ich denn da jetzt gemacht? Oh Gott, das schaut voll nach Rätsel aus. Ich kann es wieder aufmachen. Keine Ahnung, ich mache das jetzt einmal so. Weil ich einfach mal annehme, dass ich einfach jedes Radl mal dran muss, was ich dran habe. Ja, und jetzt? Das war ja das, was ich gerade zugemacht habe, gell? Okay. Boah, es muss so kalt sein. Jetzt wieder nach oben. Da gehe ich vorher durch die Tür. Got to be some way out. Bestimmt, mein Lieber. Locked. Why am I not surprised? Okay. Okay. Ich schätze mal, dass das Helviti so viel heißt wie Ausgang oder so. There's not much shelter. This place is bloody cold. I've got to move quickly. Yep. Jetzt mache ich das auch zu. That's a big fucking door. Ah ja. Okay, es ist die andere Seite. Okay. Ist jetzt eigentlich nicht so das Rätsel. Ich habe eine Chance gehabt irgendwie so. Oh, fuck, it's cold down here. Looks like it's been deserted for ages. What the hell was this place? Some Cold War bomb shelter? Oh, Wärme. Ja, das haben wir auch schon gefragt. Die ganzen Bunker da. Im Nirgendwo. Oh, okay. Das schaut immer sehr wichtig aus, wenn solche Konsolen da liegen. Oh. A keycard. Let's see if it still works. Aber wohin? Wo soll ich denn hin da? Für welche Tür? Ich hab keine Tür gesehen. I've got to get out of this place. Natürlich, die verschlossene... Ah, die ist so deppert. Stuck in the ice. Okay. Das war doch eh nur dies, oder? Ist bestimmt nur dies umdran, dann müsste es eigentlich gehen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt keine Lust, das andere jetzt auch noch aufdran zu müssen. Nee, jetzt ist wieder Wasser, Schatz. Sehr gut.
so schnell wird das wieder aufgetaut, liebe Leute. Zum Glück. So, funktioniert. Toller Ausweg. I don't like the looks of this. Hello? Who's there? Can you help? Please state your name. We've been in a plane crash. My wife. Please state your name. Stanley. Stanley Florence. But you... File not found. Listen to me. I'm trying to find... Please state your correct name. Keine gute Idee wahrscheinlich. Stanley. Whitaker. My name is... File found. For the son of Patty Whitaker to do something like this. They say the apple doesn't fall far from the tree, but it's like you came from a different tree altogether. What are you talking about? What are we doing here? You know exactly why you're here. I'm trying to find my wife. I've done nothing wrong. Usually I'd say that's a matter of perspective, but not in this case. Tell me where she is. I've only got one question for you, Stanley. Why did you bomb that pub? What? What's this about? You're talking about Rory's pub? You think I That did was that? 30 years You're ago. mad. That wasn't me. Rory was a mate. I would I never. misunderstand the question. I wasn't asking whether or not you did it. Why did you bomb that pub? Where is Leonore? Okay. Es waren wir, was wir vorher gesehen haben da. Sie gehen einfach davon aus, dass wir das waren. Sie sagen einfach, dass wir das waren. Also irgendwer hat den Pub zerstört. Wasn't that an IRA pub? Bollocks. Rory wasn't political. With all those dissident Republicans who drank there? Everybody drank there. It was just a local. What about your father? Did Patty Whitaker drink at the local? No. No. Your father, the famous peace activist, wouldn't step foot inside it because it was Michael O'Shea's pub. And Michael is real IRA. But then you go and marry his daughter. I don't want to hear this. Jesus, I can't imagine the look on your father's face when you told him. Surprised it didn't kill him on the spot. No. It was the police that killed him. Then why didn't you bomb a police pub? Help me understand. There's nothing to understand. I didn't fucking do it, right? You got the wrong fella. Der Pub gehört dem Vater von der Leonore. IRA oder wie hat er gesagt? So eine kriminelle Organisation halt, schätze ich mal. Wieso hat das Gülden in der Lauf? Geht's da weiter? Frankly, I'm glad you chose that pub. Probably saved us a mess of trouble. Please. Bunch of tossers and tow rags, all of them. Just let me go. All of them criminals, except her. Please. Fiona Miller was just a little girl. You're gonna pay for that. Go to hell. Look around. We're already there. Okay, Moment. Aber er war das dann doch, oder?
Weil es war ja die Rede von dem kleinen, wie hat der Kasten Umut oder irgendwie so, dem Bruder, was er halt dann so gehalten hat. Und da hat die Leonor irgendwie, glaube ich, Tagebuch geschrieben, nicht schon wieder, es wird irgendwas auslösen in ihm oder so. Und deshalb hat er die Nightmares. Deshalb war man im Gefängnis. Okay, verstehe. Okay. Ja. Ich halt wieder raus. Ja, gut, jetzt dann, ne? Ah, endlich Treppen. I can't believe that you're the one shagging Michael O'Shea's daughter. Leave her out of this. What's she like, eh? I'll bet she's a wild one. What the fuck is this all about? I just might have to go pay her a visit while you're stuck in here. She's got nothing to do with any of it. Maybe me and some of the lads. If you ever lay a fucking finger on her... You'll what? What'll you do? Blow me up too? You want to protect your little whore? You signed that statement. Alter. Boah. What? It can't be. Dear Leonor, I don't know when this letter will reach you, if it will reach you at all. I can only pray that it will. Our world is clouded by the fog of war, but in the time I spent with you, things finally became clear. For the first time, I thought I could imagine a future, a life with you. But that's all over now. Sometime very soon, I'm going to be transferred to the maze, and I know I'll never leave that prison alive. I don't know where I'll go when it's over, but I'm not afraid, because I've seen hell. This is it. And it's cold, and it's dark, and I've no way to reach you. Leonor, you are my light, but we have no future together, and I'll not have you wait for me. Forget about me. I'm already dead. Hä? Hallo, Herr Präsident. Stanley, can you hear me? Stanley, it's time to wake up. You have to move on. The dream is over. What the hell just happened? Just a nightmare, right? It's all over now. Oh, da ist jetzt das Telefon. It's over. Ja, da fliegen.
Ja, es können diese Nightmares sein, aber wir haben halt auch gelesen, ne, wegen der Unterkühlung und so kommt es ja zu Halluzinationen. Warum hätte denn da daran fliegen? Das nervt voll. Hey, was haben wir denn jetzt? Da. Shivering, Confusion, Halluzinationen. Okay. Huh? Ja, genau. Smells cold in this part of the island. Maybe I can finally get my head on straight. I can hardly feel the pin in my fingers. My whole body is numb. I can hardly say the words on the page. I can't stop crying. They've taken away my heart. Stanley has been arrested for the bombing of Rory's pub. Someone must have set him up. I asked my father if he knew who would do this to Stanley. He just said that I should move on. Stanley won't live long inside prison. I nearly spit in his eye. I swear by all that's holy, if I find out that he had anything to do with Stanley being arrested, I'll burn him alive. Oh yeah. Okay Leute, es ist schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.